Gallopolis. Wenn ihr den Sultan sucht, dann findet ihr ihn im Thronsaal am oberen Ende der großen Treppe. Sehr schön. Gehen wir nochmal direkt dorthin. Fellow Gallopolitans, this is no ordinary Sand National. This race marks the day that Faris, my son and heir, comes of age. And as such... No. An event of such significance must have eloquence to match. Such functional pleasantries will not thrill my beloved subjects. And who exactly might you be? I have no time to grant an audience today. You must leave. Immediately. Father, my training is complete. Then give me the pledge. A knight's word is his bond, his kingdom his master. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. Yes, very good. The knight's pledge must always be your guide, my son. You are a man now, Faris. And tomorrow's race shall prove it. You must show your people that you are worthy of their adulation. Fear not, beloved father. I shall disappoint neither you nor they. Oh. What is your name, stranger? And what brings you to Gallopolis? Marty stellt sich vor und erklärt dem Prinzen, dass er auf der Suche nach einem geheimnisvollen Zweig nach Gallopolis gekommen ist. Surely he speaks of the rainbow. It is the only treasure of our kingdom that would warrant such a description. I believe I can assist you, friend. Visit me in my chambers at the foot of the great staircase. I shall await you there. Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber seine Exzellenz, der erhabenste Sultan, ist zurzeit ziemlich beschäftigt damit, das Dünendörbe vorzubereiten. Die Gemächer von Prinz Faris wendet euch am Fuße der großen Treppe einfach nach links. Aber ihr solltet ihn zu einem so wichtigen Zeitpunkt nicht stören, bitte. Ich werde sie trotzdem stören müssen. Prinz Faris hat euch in seine Micha gerufen? Du liebe Güte. Seine Horde ist drin. Bitte tritt ein.
steht ein uraltes Buch. Der Einband ist durchgewetzt und Marty kann auf dem verblassten Deckel noch die Worte Lehren des Tristan, Geheimnisse der Flamme erkennen. Er versucht ein paar Seiten zu lesen, aber irgendetwas sagt ihm, dass er dafür noch nicht ganz bereit ist. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Macht des Positiven, ein Leitfaden für Herrscher. Martin nimmt etwas. Wir alle wissen, was man sich sagt. Wer eigentlich sein will, muss jederzeit positiv denken. Will schon einem trübseligen und entschlossenen Mann folgen. Ganz genau niemand. Vergesst also das Negative und denkt positiv. Legt euch auf den Rücken, schaut hinauf in den großen blauen Himmel und spürt, wie eure Probleme dahin schmelzen, wie kleiner, unbedeutender Ärger. Dann mehr sind sie auch nicht gar nicht. Verabschiedet euch von eurem alten Ich, dem negativen Ich. Eine strahlende und positive Zukunft erwartet euch, also geht los und holt sie euch. Oh, das war eine Schatzkiste, fast übersehen. Marty findet ein Eisenbreitschwert. Er steckt es in Ausrüstungsbeutel. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Töpfe, okay. Nichts drin. Eine Schlummerblume, sehr schön. Ah, you came. Thank you. Yes. Your height and physique are perfect, and you have the face of one who knows horses. You should be aware that the branch you seek is a priceless royal treasure. My father is unlikely to give it away freely to some wandering stranger. However, he might be persuaded to part with it if the request came from his beloved son. I have but one small favor to ask in return. But the palace walls have so many unwelcome ears. The noise of the circus will protect our privacy. Will you join me there? Aber natürlich werden wir uns so treffen. Then it is agreed. I will meet you at the entrance to that ridiculous tent this evening. Do not be late, please. Ja, mein Vater könnte bestimmt dazu überredet werden, sich von seinem Schillerzweig zu trennen, falls die Bitte von seinem geliebten Sohn käme. Als Geners würde ich euch hier lediglich um einen kleinen Gefallen bitten. Ach, aber Palaswänner haben so viele Ohren. Der Lärm des Zirkus sollte dafür sorgen, dass unser Gespräch privat bleibt. Bitte trefft euch dort mit mir. Dann haben wir also eine Abmachung. Ich werde euch heute Abend am Eingang dieses albernen Zeltes treffen. Kommt bitte nicht zu spät. Was ist das hier? Ja, ich kann nichts mitmachen, okay.
Oh, guten Tag. Ich nehme an, ihr seid hier, um das weltberühmte Kaktuskotelett von Galapagos zu probieren. Wenn das so ist, habe ich leider schlechte Neuigkeiten für euch. Die Küche ist momentan geschlossen, weil ich meine ganze Kraft in die Verbesserung des Rezepts investieren möchte. Ich bin mir sicher, dass ein Goldkügelchen wegen Geschmack das 10-fach verbessern würde. Diese Zutat ist aber sehr schwer zu beschaffen, weil die Gold-Kaktuskugeln, die sie tragen, sehr bösartig sind. Für einen so energischen jungen Mann wie euch sollte ein solches Unterfangen aber gewiss kein Problem darstellen. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Wärt ihr dazu bereit, eine Gold-Kaktuskugel zu jagen, um mir ein Goldkügelchen zu schaffen? Nur so werde ich meine Koteletts perfektionieren können. Der Koch möchte, dass du eine Gold-Kaktuskugel besiegst und ein Goldkügelchen einbringst. Das machen wir doch auch, klar. Ja, wirklich, die Priesen seien die Sande. Ich kann euch versichern, dass eure gute Tat in die Geschichtsschreibung der Gaumenfreuden eingehen wird. Die Gold-Kaktuskugeln, von denen ihr Goldkügelchen gewinnen könnt, sind seltsam und seltene Kreaturen, super. In der Wüste in der Umgebung von Galapagos erscheinen sie aber manchmal an der Seite ihrer kämpfenden Kaktuskugelbrüder. Ihr werdet vermutlich etwas Geduld brauchen, doch wenn ihr genug Kaktuskugeln umgreift, solltet ihr früher oder später auf eine Gold-Kaktuskugel treffen. Ein einzelnes Goldkügelchen mit die kulinarischen Experimente, die mir vorschweben, mehr als ausreichen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu lange dauert, bis ihr mir eines bringen könnt. So. Mission angelangt. Schwertliefern, okay. Kauf, was haben wir denn? Schönes. Das Giftmottenmesser, ach, sehr schön. Ein Blumenstock, ein Feenstab. Kaufen wir das. Ja, Erik natürlich. Ja, ausrüstung. So, kaufen wir den Repetier für Martin. Ja, noch ausrüsten. Sehr schön. Ich wollte noch kaufen. Dann den Fehlstab. Veronika. So. Gespart wird morgen für das Ausgehen von 2000 Goldmünzen auf einen Schlag, okay. Ist der Rüstungshändler. So,
Was möchten wir kaufen? Bronzeschild für Martin, okay. Ich werde hier gleich arm, glaube ich. So viel. Eine Fehlerkappe habe ich, glaube ich. Das war das Lederkleid für Veronika. Sind wir voll Port. Sehr schön.
Another one bites the dust. Kurz in den Gasthaus gehen. So, sind wir wieder komplett geheilt, sehr schön.
Don't say I didn't warn you! Ha! Easy. Told you I was tough. Sehr schön, da ist noch so ein goldener, endlich mal. So. Another one bites the dust. 361 Erfahrungspunkte, sehr schön. Oh, eine Kiste. Was Golderz über... Ach Gott, ey. Ach, da ist es doch. Marty findet ein Gold. Genau. Okay, jetzt muss man zum Kopf zurück. Ach, sehr schön.
Ansannen ein Goldkügelchen ist es nicht viel reizvoller als gewöhnliche Kakteen. Diese perfekte Konsistenz, damit wären meine nächsten Koteletts ein wahrer Gaumenschmaus. Ob ich mal ein kleines Stück roh kosten sollte? Oh, wie aromatisch und saftig es ist. Eine gewisse Schärfe hat es auch, genauso muss ein Kaktus schmecken. Meine Kaktus-Koteletts werden bisher besser als je zuvor schmecken, daran gibt es keinen Zweifel. Habt 1000 Dank, mein Freund, ihr habt das Leben der Kotelett-Konnoisseure auf der ganzen Welt verbessert. Bitte erlaubt mir euch ein kleines Dankeschön zu erreichen. Jetzt Marty erhält einen Gaukler. Goldkaktuskugeln sind eine rare Variante gewöhnlicher Monster. Um mehr von ihnen zu finden, wäre für euch gewiss eine wertvolle Erfahrung. Du hast den Küchenchef bewahrt. Gallopolis, ein Goldküche mit Erfahrung. Dass es rare Monstervarianten gibt, die manchmal an der Seite ihrer gewöhnlichen Artgenossen auftauchen. So, was ist denn dieser Gaukler jetzt? Schlimmer? Okay.
So, jetzt hoffen wir mal, dass der Prinz auch da ist. Da steht ja nicht. Ihr seid gekommen, ausgezeichnet. Der Zirkuslärm wird es wohl uns ermöglichen, uns zu unterhalten oder belauscht zu werden. Sollen wir hineingehen? Gut, die Zirkusvorstellung hat bereits gemacht, wir sollten unverzüglich hineingehen. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time for the act you've all been waiting for. The Wandering Wonder who amazes audiences wherever he goes. Prepare yourselves for an experience like no other. Prepare yourselves for the Great Sylvando! Ladies and gentlemen, please! There is no need to be afraid! The great Sylvando will never endanger his adoring audience. After all, darlings, you are the ones who make this show so special! I love you all! Thank you! Thank you! Quickly, we must talk while the people are distracted. And please, not a word of this to anyone. Now, as you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Gallopolis. And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. One teeny tiny, terrible problem. I cannot ride. In fact, I have barely so much as sat in the saddle. What? I have so far been able to hide this unfortunate fact, but if I were to take part in the race, the inconvenient truth would surely be uncovered. And yet I have no choice. For a prince of Gallopolis not to take part in the Sun National on the year of his coming of age is unthinkable! Unthinkable! So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Ta-da! Your double? How's that gonna work? Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? Ah,
the fates have provided that also. For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view. Oh, please, please. I beg of you. You must help me. You must enter the Sand National in my place. You are the most pathetic excuse for a prince I've ever seen. If you think we're going to help you lie to your people, you've got another thing coming. Is that so? Then I assume that your need of the rainbow is not so great after all. Wow. Talk about shameless. Call me what you will, it changes nothing. You will do as the fates wish and take my place in the race? Yes? Natürlich werden wir das, um an den schillernden Zweig zu kommen, klar. I knew you would see sense in the end. Thank you. I will talk to my father about the rainbow as soon as the race is over. You have my word. I took the liberty of arranging rooms for you at the inn. Rest well. I will see you in the stables, bright and early. You will find the stable entrance in the western part of the city. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell, friends! Marty und seine Gefährten verbringen die Nacht in den Räumen, die Prinz Fares für sie anbietet. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Guten Morgen, wie ich höre, habt ihr den Abend im Zirkus verbracht. War das nicht ein wirklich wunderbares Spektakel? Und heute findet das Dünenderby statt. So viele Gelegenheiten, sich zu vergnügen. Die Straßen da draußen sind bereits voller Leben. Verzeihung, ihr wollt wissen, wo die königliche Umkleide ist? Na, es handelt sich natürlich um den prachtvollsten Raum in den Stallungen. Die befinden sich westlich der Koppel. Viel Spaß beim Rennen. So, dann machen wir den. Vorher speichere ich mal. Sehr schön. Eine Beichte möchte ich gerne machen. Fortsetzen möchten wir das auch. Müssen wir hier rein, oder auch nicht so wirklich. Na, gucken wir erstmal, was es hier wieder gibt. Ein Schrank. Sehr schön. Ein Reisegewand. Ach, das können wir, glaube ich, gar nicht gebrauchen. Natürlich zu schwach. Prinz Fares? Ja, sein Hort ist hier durch. In der königlichen Umkleide. Ihr dürft eintreten, aber bitte vergisst nicht, den nötigen Respekt zu wahren. Machen wir doch immer gerne. Das ist auch der König.
Den Stern sei Dank. Ich hatte fast schon befürchtet, ich würde tatsächlich versuchen müssen, auf einem Pferd zu reiten. Ach Gottchen. Kommt jetzt, das Rennen wird bald beginnen und keine Angst, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Wenn ihr gut tut, was wir vereinbart haben, frage ich meinen Vater nach dem Zweig. Also, seid ihr bereit? Natürlich, Prinz. Gut, beeilt euch. Ihr müsst die königliche Gallopolis-Tracht und den dazugehörigen Helm tragen. Keine Angst, sie werden euch passend angegossen, da bin ich mir sicher. Martin nimmt die Tracht und den Helm des Prinzen und zieht sie an. Wie für euch gemacht, niemand wird auch nur für eine Sekunde den Verdacht hegen, dass ihr gar nicht der Prinz von Gallopolis seid. Ja, das sieht doch identisch aus. Sehr schön. Also dann, das Rennen beginnt gleich. Ich meine, euer Ross wartet draußen. Und sobald ihr fest im Sattel sitzt, macht ihr euch auf den Weg zur Koppel. Die Rennbahn liegt dahinter. Wir treffen uns dann nach dem Rennen in dem Durchgang, der zur Rennbahn führt. Ihr werdet mit mir den Helm übergeben und niemand wird etwas merken. Geht jetzt und denkt dran, ihr seid der Prinz von Gallopolis und euer Publikum setzt große Hoffnung in euch. Lasst mich nicht als Trottel da stehen. Ja, dann wollen wir doch mal. Dies ist der Zugang zur Rennbahn, Euer Hoheit. Sind eure Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, sind sie. Sehr gut, Euer Hoheit. Möget ihr ein erfolgreiches Rennen bestreiten. Hello, Gallopolitans! This is no ordinary Sand National. Hooray! All hail Prince Varys! Such a fine figure of a man. It must be wonderful to be so popular, darling. But of course, you are used to it. Being a real live prince, huh? The name's Silvando, by the way. One of the other riders had a little whoopsie, so I had to step in at the last minute. But don't think I'll be going easy on you just because you're royalty. Where would be the fun in that? Try to keep up, little princey! So, Ratschläge für Rennreiter. Halte R2 gedrückt, damit dein Pferd losgaloppiert, und drücke Viereck, um an den Zügeln zu ziehen und die schwierigen Kurven schön eng zu nehmen.
Während ein getreues Ross über die Rennstrecke rast, verliert es nach und nach an Ausdauer. Diese kann aber wieder aufgefrischt werden, indem du durch einige der grünen Wirbel reitest. So bist du im 0, nichts wieder im Rennen. Sehr schön. Okay, zweiter geworden. Ja. Well done! You are most talented. A far more natural horseman than I had anticipated. Now quickly, my public await. I shall take the reins from here. Fear not, my friend. I have not forgotten my promise. I will discuss the rainbow with my father, just as soon as my people have finished showering me with adulation. Prinz Faris tritt hinaus auf die Rennbahn, wo er vom begeisterten Jubel der Zuschauer empfangen wird. Praise the fates. Our plan was a success. Thank you. You have spared me great humiliation. I will go immediately to my father and ask about the rainbow. All hail Prince Faris, pride of the desert, horseman extraordinaire. Darling, you are fabulous. It was enough to bring a tear even to my jaded eye. Wait, don't tell me you were... Surely you didn't let your understudy take the stage for the command performance? Oh, this is too good! Wait! But you do not understand the pressure I am under. A prince of Gallopolis who could not ride a horse is a disgrace to the kingdom. I did what was necessary for the sake of my people. And now, all can be forgotten. Yeah? And there was silly old Silvando thinking that knights never retreated in the face of adversity. Silence! I am the prince of this kingdom, and I will not have a traveling jester lecture me on chivalry.
1,000 pardons, Your Highness. Enter. The Sultan wishes to see you, Your Highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Very good. I will come right away. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. So nice to see a royal with the common touch. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. So, dynamisches Double. Trophäe erhalten, sehr schön. Dafür, dass du als Double von Prinz Faris am Dünen-Derby teilgenommen und ihn so mit mächtig aus der Patsche geholfen hast. Sehr schön. Ich bin begeistert. So. Was für er? Wart ihr die ganze Zeit über da drin? Na egal, der Prinz ist wunderbar geritten. Der Sultan war bestimmt beeindruckt. Er hat seinen geliebten Sohn gleich nach dem Rennen in den Thronsaal rufen lassen. Es ist jammerschade, dass ihr das Ganze verpasst habt, aber lasst den Kopf nicht hängen. Bald gibt es wieder ein aufregendes Spektakel. Wie lange muss ich denn noch hier stehen? Warum müssen mich die Sander so peinigen? Oh, einen guten Tag wünsche ich. Ihr fragt euch gewiss, warum ich hier stehe, nicht wahr? Nun, ich bin Maler und warte auf einen Augenblick, der es würdig ist, von meiner Hand verewigt zu werden. Ich habe auch schon eine genaue Vorstellung von welcher Art Bild ich malen möchte. Einen epischen Konflikt, der in der Wüste ausgetragen wird. Doch leider haben mir die Sande meinen Wunsch bislang verwehrt. Es fehlt einfach etwas. Doch was kann es nur sein? Der Hintergrund ist perfekt und es gibt Spitzwürmer im Überfluss. Ach, aber natürlich, jetzt fällt es mir wie die Schuppen von den Augen. Es fehlt der Konflikt, ein verheerender, chaotischer Konflikt, der von einer prächtigen Kampfaktion wie das Tier in mir gekrönt wird. Moment, vielleicht könntet ihr mir ja helfen. Bitte geht hinaus in die Trabantensande und besiegt mit das Tier in mir einen Spitzwurm. Dieses Schauspiel wäre es wert, von mir verewigt zu werden. Ihr werdet einem Künstler nöten, diese Bitte doch wohl nicht verwehren. Natürlich machen wir das. So. Wunderbar, habt 1000 Dank. Mit eurer Einstellung und meinem Talent wird es ein wahres Meisterwerk werden, dessen bin ich mir sicher. Doch bevor ihr euch hinaus in die Sande begebt, möchte ich euch daran erinnern, dass das Tier in mir nur von 3 ganz bestimmten Personen ausgeführt werden kann. Das sollte euch eine Vorstellung von der Macht und der Pracht dieser Kraft geben. Wenn ihr genau wissen wollt, wer gekräftigt werden muss, um sie ausführen zu können, wählt im Menü die Option Attribute und drückt X, um mehr über eure Koop-Kräfte zu erfahren. Also geht nun da raus und zeigt mir die wahre Schönheit des Kampfes. Ich werde sie in ihrer ganzen Pracht auf der Leinwand verewigen. So, Mission angenommen. Eine Ole-Fiola haben wir bekommen. Sehr schön.
Prinz Faris? Er ist im Thronsaal, glaube ich. Geht direkt hier die Treppe hoch. Truly, I am humbled. All I have ever desired is to fulfill my duties as a prince and as a knight. Father, if I may, I have promised to assist these travelers. Would you permit me to explain? Gladly, my son. It warms my heart to see you aiding those in need. Truly, you have taken the knight's pledge to heart. Thank you, Father. The truth of the matter is that my friends here have come to Gallopolis in search of the rainbow. Your Majesty, the beast has returned. It attacked one of our men while we were out on patrol. The Slayer of the Sands is back? Why must the accursed creature always appear on this, the happiest day of the year? We will stand for this no longer. I must dispatch my finest knights and ensure that the fiend never again returns to terrorize the celestial sands. But wait. My boy, the fates are speaking to us. Capturing the Slayer would be the perfect way to show your people what a fine knight you have become. What? Oh, Father, so many of our bravest men have confronted the creature and perished. Surely, I do not stand a chance. Truly, it is the most able who are the most humble. But you cannot hide your true feelings. You are trembling with excitement. This is your moment, Faris, my boy. Capture the Slayer and take your place in history. But very well, Father. Yay! I shall begin my preparations right away. A thousand pardons. The rainbow will have to wait. Meet me in my chambers. There is something we must discuss. Just breathe, Faris. So, wir gucken mal eben kurz, was noch hier drin ist. Ein Topf. War natürlich ja nichts drin. Eine kleine Schatzkiste. Sehr schön. Ein paar Zementohrringe. Okay. Kurze Hose, ein paar Netzstrümpfe, steht etwas, das wie ein Tagebuch aussieht. Auf dem Deckel steht Prinz Faris Fortschritte. Martin nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Tag 21. Mein geliebter Prinz hat heute wieder Reitunterricht genommen. Zu erleben, wie er sich täglich darauf vorbereitet, der beste Anführer der edlen Ritter von Gallopolis zu werden, gibt mir Hoffnung auf die glorreiche Zukunft,
die er zweifelsohne für unser Reich einläuten wird. Tag 24. Heute hat mein geliebter Prinz den Palast verlassen, um auf den Straßen mit dem gemeinen Volk zu reden. Er will die Lebensart seiner Untertanen aus nächster Nähe studieren. Was für ein weiser und gütiger junger Mann. Ich zweifle nicht daran, dass er eines Tages einen großartigen Sultan abgeben wird. So sieht's aus. So, Ausrüstung. Gegenstände müssen wir hier haben. Was haben wir jetzt hier? Das sind Netzstrümpfe. Nicht ausrüstbar. Ah, hier können wir nochmal Netzstrümpfe einmachen. Ja, ausrüsten, sehr schön. Eine kurze Hose. Mal gucken. Nix. Okay, die können wir schon mal abhaken. Oh, ich kann sogar Ohrringe tragen, sehr schön. Erik kann Ohrringe tragen. I beg of you, the Slayer of the Sands will tear me limb from limb unless you aid me. Have pity on a desperate soul. Oh. Spoken like a true desert knight. Seriously, can't you handle this on your own? No, such a thing is impossible. I am no knight. I neglected my training. I allowed my vassals to fight all my battles for me. Oh, it is not my fault. I am an only child. I was coddled from birth and praised for the most insignificant of achievements. I did not wish to disappoint my parents or my people, so I found ways of seeming to fulfill their expectations without necessarily doing so. But the more I fulfilled them, the more their expectations grew, and now finally they expect the impossible. Ow, it's so unfair. Don't you see? If you refuse to help me, I will be sent to my doom, and through no fault of my own. Please, will you take pity on your old friend? Aber natürlich machen wir das für dich, Fares. Natürlich. Oh, thank you. 10,000 thank yous! And fear not, I will speak to my father about the rainbow as soon as the beast is captured. We must make preparations to depart immediately. I will await you at the castle gates. What a pathetic excuse for a prince. Goodness knows what'll become of Gallopolis with him in charge. Oh, we mustn't be so hard on him, Veronica. I'm sure it can't be easy growing up with everyone expecting so much of you.
Ah, da seid ihr. Ich habe meine Männer angewiesen, von der Stadt für uns zu warten. Kommt und gesellt euch dort zu uns, sobald ihr bereit seid. I mean no disrespect, Your Highness, but how could you do this to us? You have volunteered us for certain death. Fear not, trusted retainers. We do not journey into the jaws of danger alone. Ha! Impeccable timing as always. Allow me to introduce our knights in shining armor. These brave adventurers have agreed to capture the Slayer for us. Now, the beast's lair is said to be located deep within the Celestial Sands. The fastest route is through the checkpoint to the west. We march immediately for Gallopolis! For Gallopolis. Yeah! Yeah! Room for a little one? Oh, I'd hate to miss a good beast hunt. Huh? There's no such thing as a good beast hunt, friend. If I were you, I'd run along back to the circus. Well, aren't you just a lovely, patronizing little dear? Look, I'm worried about the half-wit prince getting himself killed. Can I come with you or not? Natürlich kannst du mitkommen. Kein Problem. At least one of you has some sense. Lead on, darling! So, wollen wir mal. Ja toll, der Metallschleim fliegt schon mal, der auch. Ah, super. Ach, jetzt habe ich den Silvano noch nicht. Ah ne, den kann ich glaube ich noch nicht. Angriff, hier ist dran, Erik. Zauberfauch. Und weg ist das Vieh. Sehr schön. Ich mir auch nicht vor.
So, 150 Erfahrungspunkte, das ist schon mal besser. I feel better than ever. Serena erreicht die Stufe 14. Okay, insgesamt 3 Talentpunkte. Serena lernt einen neuen Zauber Säuse. Okay. Nein, das reicht glaube ich nicht. Talentpunkte. So, da vorne haben wir noch irgendwo. Okay, Halbhose. Oh, wieder ein goldener. Ach, das war schön. So, Erik. Kaktuskugel fertig. Zauber Peng. Okay, brauchen wir jetzt auch noch nicht. Oh, Kochkraft. Oh. Aber es ist noch kein weiterer dabei. Eiszapfen. Cool it. We did it, darlings! 361 Erfahrungspunkte. Auch der Goldene, der ist gar nicht mehr so schlecht. Oh yeah! Erik erreicht Stufe 16. Sehr schön. Oh, insgesamt 7 Talentpunkte hat er schon. Gucken wir mal nach, ob wir da irgendwas verwenden können. Schwerter 9, Messer sind wir gerade drauf. Okay. Was haben wir noch? Hinterlist. Okay, da braucht er 8 für Kleptomane. Messer. Das haben wir schon. 9. Braucht 16. 13, okay. Naja, müssen wir nochmal abwarten. Golderz, oh, sehr schön. Kennst du die normalen Kaktus? Oh, Veronika ist gekräftigt, sehr schön. Beschwört ein magisches Siegel herbei, das die Chancen deiner Gruppe kritische Zauber zu wirken enorm erhöht. Okay. Wir machen aber erstmal im nächsten Kampf. Victory! 122 Erfahrungspunkte, sehr schön. Ist das nicht so ein Schuss? Doch, so ein Kaktus. Ah, 3 von den Kakteen jetzt. So, kämpfen. Erik ist dran. Koop-Kräfte
Zirkel der Zerstörung. Das machen wir doch mal. Den kämen noch gar nicht die Vorkraft. Machen ja Knister. Ist ja noch die ganze Gruppe. Sehr schön. Serena hat auch einen Gruppenangriff-Zauber. Okay. Eine Säuse macht einen Wirbelwind auf alle Kakteen. So, ist nur noch ein übrig. Und der ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Another one bites the dust. Hau doch nicht gleich noch mal lieber. Eine Gruppe von Gegnern schon. Was hat er jetzt? Der ist schon mal weg, weil ein kritischer Treffer. Zauber. Das sind zwei verschiedene Gegnergruppen, okay. Da brauchen wir einen Peng. Der macht alle Gegner. So, Serena ist dran, machen wir Säusel auf die Schädelreiter. Und dann weg. So, Marty hat es geschafft aufzustehen. Haut ihn erstmal weg. Erik schafft es nicht, Veronika schafft es auch nicht aufzustehen. So, Erik hat es wieder geschafft aufzustehen. Oh, 294 auf Anfang, das war super. Marty erreicht Stufe 16. Okay, insgesamt 7 Talentpunkte. Und Marty erlernt einen neuen Zauber. Gehen. So. Kann er denn was einsetzen mit seinen 7 oder Schwerter? Schützendes Schwert können wir machen. Oder. Ne, der ist 12. Metallhieb. Okay. Was ist das? Okay, das ist 8. Wird eine geschmeidige Haltung, wenn ich die Anzahl ausgeführter Paraden stark steigern lässt. Okay. Dann lernen wir die noch erstmal. So. Was ist das? Oh, brauchen wir auch so viel. Angriffskraft mit Schwertern steigern, okay. Schwertkampf müssen wir danach machen. Chimären anscheinend. Okay. Sehr schön. Der erste flieht schon, okay. Die zweite flieht. Das ist ein Chimäre ist tapfer. Und weg ist die Chimäre aus.
Sehr schön. Thank goodness. 2 und 1 Erfahrungspunkte. Kämpfen. Zauber ist natürlich. Peng haben wir auch noch. Ne? Koop-Kräfte. Verbrannte Erde. Das ist ganz gut eigentlich. Säure. Abholze. Einer schon weg. Zauber. Peng. Verbrannte Erde zugeschlagen und da schlägt sie auch zu. Der Kampf ist schon vorbei. Sehr schön. Ha! Easy. Wo sind denn jetzt? Da ist noch ein Kaktus oder was ist das? Ach, er hat mich. Knister. Serena ist gekräftigt. Sehr schön. We did it, darlings! Kritischer Treffer, jawohl. Ich versuche mal die beiden. Ich habe da so eine goldene Kaktuskugel noch. Another one bites the dust. Eine Sandbeere haben wir bekommen. Ah, okay. Allerlei dabei. Für das Sammeln von 100 verschiedene Gegenstände. Okay. Ah, natürlich keine goldene Kaktuskugel oder so. Komm, knister jetzt hier.
Machen wir mal V. Veronica wins again. Wo ist mein Pferdchen? Ach, da. Stufenaufstieg bei der Schmied, okay. Dank der im Zuge seiner Abenteuer gesammelten Erfahrung hat Martin neue Handwerksfähigkeiten erworben. Martins maximales Putzzahl erhöht sich um 4 Punkte. Okay. So, was können wir denn schmieden? Können wir was schmieden? Schwerter. Gar nichts schmieden. Okay. Messer haben wir schon mal geschmiedet. Rüstung. Den haben wir schon. Hüte. Da fehlt mir immer noch so diese beiden Zutaten. Zubehör schmieden, okay, das können wir da machen. Ringe, Goldringe haben wir. Nicht genug Golderz, okay. Gegenstand umarbeiten, okay. Finessen. Ah. Okay, muss ich normal schmieden nochmal. Das jetzt. Oh, habe ich noch Glück gehabt, glaube ich. Begutachten. Computerlage. Sehr gut, okay. Ja. Gelungen, sehr schön. Schuppenschild können wir machen. Okay, hier können wir gar nichts machen. Machen wir mal Schuppenschild vielleicht. Ja, möchte ich benutzen.
Perfekt. Ja, aus plus 1 wurde jetzt plus 3. Ach, sehr schön. So, erstmal ausruhen. Zum Tag so. Halt. Erstmal hier. So, Weissagung. Oh, fast 3000 bei Marty, okay. Fast 2000 bei Erik. Ja, fast 500 bei 400, ein bisschen mehr als bei Veronika. Und Serena braucht 1500. Beichte. Wenn wir den Wüstenwüter mal besuchen gehen. Halt, der Wüstenhüter treibt ein Unwesen. Ich kann es euch nicht gestatten. Ah, ihr seid diejenigen, die Prinz Faris begleiten werden, ja? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Seine Hoheit hat uns die andere Tat euch passieren zu lassen. Ja, geht doch mit dir, Kollege. Geht doch. Da noch jede Menge Gegner, aber wo ist der Wüstenhüter jetzt? Ich bin Forscher und komme aus Fienland. Der Sultan von Gallopolis hat mir eine Sondergenehmigung erteilt, diese alten Ruinen zu erkunden. Die Sterne sind hier in der Wüste besonders klar zu sehen, deshalb glaube ich, dass diese Steine bei einer Zeremonie verwendet wurden, die mit den Sternen zu tun hatte. Das durchquert den Kontrollpunkt Gallopolis, der zu den Trabantensonnen führt und begibt dich zur hochgefährlichen Halbinsel. Ach, da müssen wir hoch. Ach so, hatte ich falsch verstanden. Hier hinten noch hoch. The heat, the dry air, it is too much, too much. Let us spend the night here. The monster will have to wait. There you are. As you can see, I have decided to set up camp. We will continue our quest in the morning. That's right. You get your beauty sleep, Princey dear. You've got a hard day of getting us to do your dirty work for you to be preparing for.
Come on, you. Let's have a sit down and a nice chat, shall we? So, 2 boys and 2 girls out on a lovely adventure together, huh? How romantic. But what kind of adventure, I wonder? Come on, spill the beans. To be perfectly honest, we're none too sure ourselves just yet. But for the moment, we're trying to get to Yggdrasil. We need to understand more about the mysteries surrounding the luminary, you see? It's all to do with a horrible being called the Dark One. He wants to bring death and destruction to the world, and we want to stop him. All right, Big Mouth, that's enough. You don't need to tell the Jolly Jester a whole life story. We barely know him. My. So there's a dastardly villain coming to steal all the smiles and laughter from the world. And you 4 heroes are on a daring mission to stop him before it's too late. Oh, now that does sound fun. You got a strange idea of fun. What about you, Sylvando? What made you leave home and set out on the road? Oh, you don't want to hear my boring old stories. We've got a big day ahead of us tomorrow. Come on, kiddies. Betty buys. Well, aren't we full of mysteries? What's his deal? Nicht mal wiederholen, was die gesagt haben. Der gelabert haben in der Zwischensequenz. Natürlich möchten wir das fortsetzen. The Slayer of the Sands was last seen here. The cowardly creature is nowhere to be found. It must have fled in fear. Let us return to the castle and inform my father of our success. The Slayer of the Sands is among us! Mommy!
Up and at 'em, Princey Pooh. Show that filthy thing what real knights are made of. Oh dear. Looks like poor old Faris has been struck down with stage fright. You soldiers, be dears and look after him, will you? Come on, gang. This little drama needs a hero or two. So, da bin ich mal gespannt, wie stark der jetzt ist. Erik macht einfach Fähigkeiten haben. Das war Zauber. Okay, das machen wir. Look out below! Zauber. Vielleicht hilft das erstmal. Ich glaube es ja nicht. Ach doch, er schläft. Ja, gut, er greift jetzt an. Okay, Zauber. Martin. Bild einen Wall um die Gruppe herum, der Schutz vor feindlichen Zaubern gewährt. Das machen wir als erstes. Fähigkeiten. Wie Panzer. You're not gonna like this. Was Veronika fällt in Verwirrung. Beschleunigung auf Erik. Flammen, Schützenschwert. Aber auch nicht, was lösen wird. Zauber. Schwächung. Sorry. I hope this helps. Woo! Tja. Lass uns das gleich mal heilen.
Was soll das denn jetzt? Egal. Sehr schön. Der Wüstenhüter wurde besiegt. So, wir erhalten jetzt Gruppenmitglied 1440 Erfahrungspunkte und 1000 Goldmünzen. Und die Gruppe, sehr schön. Veronika, Stufe 15. Nein, möchte ich jetzt erstmal nicht verwenden. That will teach you to be so grumpy. Now, hold nice and still while I tie you up. The battle is won! The Slayer of the Sands is bested! All in a day's work for the Prince of Gallopolis! You saw me, men, did you not? You saw the People's Prince defeat the fiend that terrorized them so.
Yes, Your Highness. Of course, Your Highness. You have my thanks, friend. My heroic feat would not have been possible without your valuable contribution. I still have not forgotten what I promised. I will speak with my father about the rainbow upon my return. You may rest assured of that. Really, Principal? That's how you're gonna play it? And what do you think they'll be expecting of you next, huh? You speak as though I have a choice! Are you suggesting that I disappoint my father and the citizens of Gallopolis? I'm not suggesting anything, darling. You do what you need to do. To Gallopolis, men! We return as heroes! Yeah! Oh, well, this feels all kinds of wrong. You're right, Sylvando. Nothing's going to change if he keeps on pretending. Oh, I think the poor boy knows that well enough. All he needs is a little push. Anyway, I'd better be getting along. I'm sure we'll bump into each other again soon. Ciao for now, my loves. So, jetzt muss ich zurück nach Gallopolis. Und vom Sieg des Wüstenmythos berichten. Aber nicht keine Schatzkiste nicht. Ach, da funkelt noch was. Später. Jetzt erstmal kurz die Story ein bisschen weiter.
Yes, your prince, my son, our hero, has vanquished the Slayer of the Sands. Hey! Yeah, that's it! Yeah! The future of our kingdom is surely safe in the hands of one so gallant and chivalrous as he. Beloved Gallopolitans, yes, I captured the beast, but I did not act alone. For it was your love, your adoration that gave me the strength I so needed. Yes! And it is that same love that will allow me to continue serving you until my dying day. We have no need to be afraid. Yes, yes! We have nothing to fear with the prince on our side! Well, my boy, your people await. Let them see firsthand the fearless desert knight you have become. Father, Father, I cannot. Huh? Repeat after me now. A knight's word? A knight's word is his bond. His kingdom, his master. Huh? Well, don't stop. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. That's more like it. Now, my little Princey Pooh, do you want to be remembered as a miserable coward or a hero who died fighting to the end? I wish to be remembered as a knight of Gallopolis! Darling, you were wonderful. Amazing what you can do when you put your mind to it, huh? Wait, did you? I won't always be here to remind you what it means to be a knight, though. Better not go forgetting again, huh? Wait, friend. Where did you become so well-versed in the ways of chivalry? Are you a knight? Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester.
It was he who rode my horse in the Sudden National, and he who captured the Slayer of the Sands. Forgive me. Ferris, look at me. The burden that was placed upon you, it was more than any boy could be expected to bear. It is I who must apologize, not you. But rest assured that I have learned my lesson. I will not make the same mistake again. And it seems you have learned something too, despite your protestations. The bravery you showed was worthy of a true knight. Sir Hendrik will be happy to take one such as yourself under his wing, I am sure. Your dream will come true at last. I am so pleased for you. Hendrik? Wasn't that the name of the guy who was chasing us? Ah, but I am forgetting our guests. Father, these travelers came to Gallopolis in search of the rainbow. It is a royal treasure, of course. But surely you agree that they have done more than enough to deserve it. Certainly, certainly. But my boy, I sold the rainbow to a traveling merchant. What? What would compel you to sell one of our most precious treasures? Are you blind, boy? Did you not notice the grandeur with which we celebrated this year's Sand National? We made a sacrifice for your sake. Father, Forgive me. All I can tell you is that the merchant to whom I sold the rainbow headed west towards Gondolia. This letter will grant you passage through the checkpoint that leads there. Perhaps someone can tell you what became of the branch. Marty erhält den Brief des Sultans. Ow! 1,000 pardons! I did not know that the rainbow was no longer in the kingdom. Truly, I did not. It is scant consolation, I am sure, but please, take this. Its value cannot possibly compare, but it has been prized by generations of Gallopolitan knights. It allows one to provoke distant foes into combat, and is an excellent way to gain battle experience. Marty erhält die akkurate Armbrust. Bin mal gespannt, was das ist. Sehr schön. You have done our kingdom a great service. Should you ever need our assistance, you need only say the word. And as for me, I will be sorry to see you leave. But I am sure there will be other kindly travelers along soon enough. Yeah? So, dann haben wir den Wüstenwüter auch besiegt. Wir Gallopolitaner stehen tief in deiner Schuld, Freund. Du hast sowohl Fares als auch mich selbst dazu gebracht, unsere Fehler einzusehen. Es ist eine Schande, dass ich dich nicht mit dem Schilderzweig belohnen konnte, aber nun, da du über meine Genehmigung verfügst, solltest du dem Händler westwärts nach Gondolia folgen können. Und falls du auf deiner Reise unserem Künstlerfreund noch einmal begegnen solltest, so richte ihm bitte unsere herzlichsten Grüße aus. Er besitzt die Seele eines Ritters. Ihn in Aktion zu erleben hat mich an zwei Dinge erinnert, die ich selbst schon vergessen hatte.
zu Eisschaf. Ja, von das war's dann mit dem heutigen Stream schon mal. Jetzt auch nur noch speichern und nicht mehr einfach noch einen ruhigen Abend machen.